Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spülanlage. In diesem Teil baue ich das kleine Bahnhofsgebäude für meinen kleinen Bahnhof. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Es ist ein kleines Paket gekommen. Ich könnte jetzt die Spannung natürlich bis ins Unermessliche hochtreiben, aber ihr habt das Titelbild gesehen und ich weiß, was drin ist. Deswegen machen wir es kurz. Da ist mein Bahnhof drin. Ein kleines Bahnhofsgebäude. Jetzt habe ich hier schon mal die Grundplatte ausgelegt. Ich schätze mal, dass das hier irgendwo hinkommen wird. Entweder hier oder ein bisschen weiter so. Oder das muss ich dann schauen, wenn es fertig ist. Aber so ist jetzt quasi die Grundfläche, die eingeplante. Ich bin dann auch ganz froh, wenn hier mal mein Verhau wegkommt. Aber jetzt bauen wir erstmal das Häusl zusammen und dann schauen wir, wie wir das drumherum gestalten. Nachdem ich glorreich die erste Szene ohne Ton gedreht habe, erkläre ich es euch jetzt bloß kurz. Ich habe hier schon mal jetzt die Pflaster ein bisschen dunkler gemalt, dass ich, mir war das zu hell, das war ungefähr die Farbe. Ich mache jetzt hier noch eine Betonfläche draus und hier soll dann auch noch die Fugen sollen noch verfugt werden. Normalerweise würde ich so Bodenplatten eigentlich immer weglassen. Aber in dem Fall hebt sich das Ganze dann so ein bisschen ab. Das könnte ganz cool werden. So, jetzt fange ich mal mit meiner Betonfläche an. Dafür nehme ich ein Sky Cray und tupfe das erstmal mit einem Schwamm schön auf. So, gut. Die erste Schicht ist drauf. Das kann ruhig ein bisschen fleckig sein. Als zweite Schicht mache ich ein Zement Cray drauf. So, und als dritte Schicht nehme ich einen Dark Sea Cray. So, und mehr will ich jetzt erstmal gar nicht machen. Jetzt lasse ich das mal trocknen und dann geht es weiter. Mir ist das jetzt doch ein bisschen zu dunkel. Ich gehe jetzt nochmal mit einer Sky Cray Lasur drüber. Stark verdünnt. Und dann hoffe ich, dass das ein bisschen heller wird. Und trocknen lassen. Zwischenzeitlich ist alles getrocknet. Ich habe jetzt auch die obere Schicht auf die untere Schicht geklebt. Bei der Gelegenheit gleich, sodass die Stufen hier vorne auch soweit fertig sind. Und jetzt schnappe ich mir meinen Sand, den ich schon bei meinem Bahnsteig verwendet habe. Und dann bringe ich das hier mal grob auf. Und dann kann ich das schön einmassieren in die Fugen. So, jetzt habe ich das mal ein bisschen reingearbeitet in die Fugen. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt schnappe ich mir nämlich wieder meinen Alkohol. Da muss ich aber vorsichtig sein, dass ich das nicht wieder anlöse alles. Und dann wird mit Leim-Wasser-Gemisch gearbeitet. So, jetzt lasse ich das mal trocknen und dann schaue ich, ob das schon gereicht hat oder ob ich da nochmal drüber muss. Im nächsten Schritt widme ich mich meiner Fassade. Da habe ich hier jetzt schon das Fachwerk und das ist im Original ist es grün. Ich werde es braun machen, weil ich schon so viele geziegelte Fachwerkhäuser habe. Und ich das hier verputzen werde, was mir erstens nicht gefällt und ich, wie gesagt, schon so viele geziegelte Häuser habe, werde ich das einfach verputzen und da passt dann braun besser als grün. Und das ist jetzt der nächste Schritt, das mache ich jetzt einfach mit der Spraydose wahrscheinlich und genau. Meine Türen und das Fachwerk habe ich jetzt mal lackiert, so schaut es aus. Das werde ich dann noch ein bisschen bearbeiten, aber jetzt zumindest ist es auf der einen Seite mal lackiert. Ich hoffe, ich habe die richtige erwischt. Aber jetzt mache ich vorher noch was anderes. Und zwar starte ich jetzt hier, habe ich so eine Holzspachtel. Und jetzt mache ich mal die Fassadenteile hier, dieses geziegelte, werde ich jetzt als erstes mal mit Spachtel überziehen. Schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau. Jetzt mache ich hier mal überall eine Schicht drauf
und dann werde ich das so ein bisschen schräg stellen, dass das schön trocknen kann und dann brauche ich es danach bloß wahrscheinlich rausschneiden. So ist zumindest der Plan. Jetzt habe ich ja mal angefangen, hier schon welche rauszutrennen. Dann habe ich mir aber gedacht, dann muss ich ja so viel rumpasseln. Jetzt habe ich hier bloß die mal angelöst, dass die dann gut rausgehen. Jetzt lasse ich das Ganze mal trocknen und dann werde ich es wahrscheinlich vorher lackieren müssen. Aus Weiß, Braun und ein bisschen Gelb habe ich mir jetzt hier mal so ein Beige gemischt. Und das sprühe ich jetzt mal drauf und dann schaue ich mal, wie es ausschaut. Laut Plan habe ich jetzt hier schon mal den ersten Bauabschnitt vor mir liegen und jetzt fange ich mal an, die Teile zusammenzusetzen. Hier an den Türen habe ich jetzt die Türklinken und Blenden und so noch nicht hingemacht, weil ich das wahrscheinlich noch ein bisschen lackieren werde. Weil hier sieht man ja schon, ist wieder so von diesen Laserbrennen, diese Spuren, das gefällt mir nicht. Das werde ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten und das ist an den Türen auch. Jetzt klebe ich das erstmal zusammen und dann wird gemalert. Jetzt sind die Teile soweit mal fertig, jetzt klebe ich die zwei noch zusammen und dann wäre der erste Abschnitt schon mal geschafft. So, dann kommt der zweite Bauabschnitt. Da muss ich jetzt die zwei Teile hier schön rechtwinklig miteinander verkleben. Gut, und dann haben wir schon Abschnitt Nummer 2. Jetzt habe ich die Tür angestrichen, habe die Türklinke installiert und hier innen so ein bisschen verputzt. Ich mache da jetzt gar nicht mehr. Hier auf der Seite mache ich nichts, da ist kein Fenster, da ist auch irgendwie, das sieht man nicht, da tue ich gar nicht rum. Und jetzt klebe ich das hier rein. So, war das gegangen. Im nächsten Abschnitt kommt die andere Seitenwand rein. Gut. Und dann kommt noch die Rückseite rein mit den Toiletten und dem, ich glaube, ein Abstellraum ist es auch noch. So. Das kommt jetzt hier hinten drauf und dann ist mal der Rohbau soweit abgeschlossen. Als nächstes kommen die ersten Fassadenteile drauf. So, und dann lasse ich das mal trocknen, das ganze Konstrukt. Das konnte jetzt gut trocknen. Jetzt habe ich hier schon das Fachwerk. Ich habe es tatsächlich von der richtigen Seite lackiert. Und das muss ich jetzt hier gut ausrichten und aufkleben. Und das mache ich jetzt gleich mal. So, und dann drauf damit. So, drehe ich das mal um, dass das da ein bisschen drauf liegt und dann starte ich gleich mit dem hier. Jetzt lasse ich das trocknen und dann wird es gealtert. Das Fachwerk ist jetzt getrocknet. Jetzt nehme ich mir hier ein schwarzes Wash und fahre da einmal drüber. Gut, und dann lasse ich es wieder trocknen. Das Wash konnte jetzt trocknen. Jetzt nehme ich mir einen groben Pinsel, weiße Farbe, streiche das aus und mache so ein bisschen hier noch ja, die Kanten so ein bisschen. Das mache ich jetzt einmal rundherum und dann geht es weiter mit dem Ausfüllen der leeren Flächen. Wie ihr seht, habe ich die Location gewechselt, weil mir tut so ein bisschen das Kreuz, wenn ich da die ganze Zeit so über meinem Schreibtisch lehne. Jetzt habe ich mich auf die Anlage quasi verlagert und da kann ich das im Stehen machen. Jetzt starte ich hier mit dem Ausfüllen der Felder vom Fachwerk und da fange ich mal mit der Seite hier gleich an. Das ist das hier. Das schneide ich jetzt alle raus.
Wenn ich die Felder alle raus habe, nehme ich mir ein Schleifpapier und schleife mal die Kanten einmal schön an, dass die glatt sind. Jetzt habe ich mal alle Kanten geglättet und jetzt geht es darum, das einzupassen. Da werde ich wahrscheinlich recht rumfriemeln müssen, weil das alles so ein bisschen, glaube ich, aufgequollen ist. Muss ich vielleicht noch mal ein bisschen schleifen. Aber jetzt werde ich Stück für Stück quasi erstmal einpassen und dann werde ich das Ganze festkleben. So. Und da blättert schon so ein bisschen jetzt ab. Das finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm, weil das kann ja auch tatsächlich ein bisschen Putz abblättern, abbröckeln. Und dann war das halt hier jetzt einfach so. Gut, das mache ich jetzt einmal rundherum. Bis auf die Sockelleiste hier unten habe ich jetzt hier alles gemacht. Schon mal. Das ging ganz gut eigentlich. Jetzt mache ich mal rundherum und dann die Sockelleiste zum Schluss. Die Fassadenteile habe ich jetzt einmal rundherum angebracht. So schaut es jetzt mal aus. Also man hat halt hier trotzdem so 1, 2 Stellen, jeweils auf der Westseite ein paar mehr, wo die Ziegel rausschauen. Das werde ich vielleicht noch ein bisschen sogar mehr in Szene setzen. Das muss ich mir mal anschauen, ob ich das mache. Aber auf jeden Fall schaut es jetzt so erstmal aus. Jetzt lasse ich das Ganze mal trocknen und dann geht es weiter. Blöd kann man dann rumtrickeln. Mein Gott, du bist ein Batzler. Eigentlich musst du keine YouTube-Videos machen. Eigentlich musst du dir viele anschauen. So. Die Rückwand habe ich jetzt auch schon so vor mir liegen. Da habe ich jetzt schon soweit alles gealtert und vorbereitet. Und da muss ich jetzt die Zwischenräume auch mit den vorbereiteten Füllern quasi ausfüllen. Genau, und das mache ich jetzt einmal hier durch. So, jetzt habe ich die Rückwand soweit fertig. Ich muss sagen, der Bausatz lässt sich echt super bauen. Passt alles wunderbar. Hier, wo man die schöne Platte sieht, da habe ich selber eine bauen müssen, weil ich ja eine verloren habe und auch nicht mehr wiedergefunden habe. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die finde ich dann irgendwann mal, wenn ich sie nicht mehr brauche. Auf jeden Fall, das ist jetzt die Rückwand und jetzt geht es weiter. Als nächstes habe ich hier die Fenster, die klebe ich rein. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Erstmal ordentlich Bapp drauf. Im Zweifel immer ordentlich Bapp. Passen, dass ich nicht blöd ins Fenster finger. Das passt schon mal sehr schön. Da sieht man jetzt auch gut den Farbunterschied zwischen dem gealterten und dem nicht gealterten Braun. Ich finde, das macht schon nochmal einen großen Unterschied. Die Fenster wurden halt mal neu gestrichen. So, und die zweite Scheibe habe ich auch drin. Jetzt sind schon mal die Fenster drin. Und jetzt geht es mit der Rückwand weiter. Jetzt habe ich schon das Hinterteil mit Kleber auch fixiert. Das passt auch wunderbar wieder. Jetzt lasse ich das schön trocknen. Und dann kommen die Türen rein. So, dann kommen die Türen rein. So, Türen und Griffe sind dran. Jetzt lasse ich es wieder trocknen. Der nächste Schritt sieht vor, dass ich hier die Innenseite mache. So. Dann das Fachwerk. Und dann lasse ich das trocknen. Dann das Fachwerk altern. Und wieder brushen. Im nächsten Schritt starte ich mit der Fassade innen, also quasi mit den Fassadenteilen zwischen dem Fachwerk. So, das war das letzte Teil. Alles gut andrücken und dann trocknen lassen. Dann habe ich als nächstes hier die Seitenwand, die kommt jetzt hin. Die habe ich quasi so nebenbei schon mitgebaut, weil das ist im Prinzip das gleiche wie alles andere. Das habe ich jetzt schon so ein bisschen eingepasst und das klebe ich jetzt hier schön an die Seite hin.
So, und dann geht es hier vorne gleich weiter, hätte ich gesagt. So, und dann lasse ich das Ganze trocknen. Die Fassade oder das Grundgebäude ist jetzt soweit getrocknet. Jetzt habe ich hier noch die Rollläden oder Fensterläden oder wie man es nennen möchte. Und die sind beweglich, die habe ich auch so gestaltet. Aber die kommen jetzt hier noch quasi hin. Und so schaut das Ganze dann aus. Und im Normalfall sollten sie sich dann auch verschieben lassen. Genau. Also die meiste Zeit wird es offen sein. Aber man hätte theoretisch die Möglichkeit, dass man es zumacht. Da kommt jetzt hier noch eins hin. Und genau, dann geht es weiter. Das Dach habe ich jetzt soweit schon fertig gemacht. Ich habe die Balken drauf geklebt, alles braun lackiert und dann mit einem schwarzen Wash drüber und am Ende noch weiß gebrusht, so wie ich mein ganzes Holz im Prinzip bearbeitet habe. Ist vielleicht ein bisschen stark geworden, aber das passt jetzt schon so. Jetzt geht es weiter mit der Oberseite und da ist eigentlich ein Dachpappe-Dach vorgesehen, aber da ich schon so viele Dachpappe-Dächer habe, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt da was anderes. Und zwar mache ich wieder aus Alufolie, habe ich mir hier jetzt schon was ist es denn, Wellblech gemacht. Und dazu habe ich einfach Alufolie so circa 10 Mal gefaltet und dann, beziehungsweise 10, 12 Schichten sind es ungefähr. Und jetzt muss ich das Ende noch zusammenkleben, dafür nehme ich einen Sekundenkleber. Einmal schön andrücken und dann jage ich das wieder durch meinen Tubenrestentleerer. So, genau. Da habe ich jetzt schon 4 gemacht und das müsste mir reichen für mein Dach. Die Eternitplatten bzw. die Wellblech-Dachplatten habe ich jetzt mit einem Primer grundiert. Danach habe ich sie mit einem Zement-Cray, dünn mit einem Sky Cray und noch dünner mit einem Schwarzgrau geairbrushed. Und jetzt, ich habe das in meinem Video schon mal gezeigt, wie ich mein Dach mache. Ich verlinke euch das mal oben. Und jetzt werde ich als nächstes mit Pulverfarben das Ganze altern. Dann nehme ich mir Pigmente in Schwarz und fahre hier oben einfach mal richtig schön kräftig drüber. Und dann von oben nach unten. Einmal ausklopfen und dann schaut es erstmal so aus. Mein Wellblech ist jetzt fertig, das habe ich jetzt mit einem matten Acryllack noch lackiert, aber das mache ich jetzt noch nicht drauf, das mache ich dann ganz am Ende, weil ich sonst mir da bloß irgendwelche Dullen reindrücke. Jetzt habe ich hier schon mein Ding vorbereitet, meine Dachunterseite, also die Basisplatte quasi. Und da habe ich jetzt schon die Lampen drauf gemacht. Und da werde ich jetzt hier als nächstes das Gebäude draufkleben von der Seite. Und dann habe ich hier nämlich die ganzen Sachen an der richtigen Stelle. Dann kann ich hier die Kabel reinführen und da alles schön verdrahten und dann von da aus unter die Anlage führen. Genau, das ist jetzt der nächste Schritt. Das Ganze ist jetzt festgeklebt und die Elektronik habe ich gemacht. Jetzt muss ich bloß noch theoretisch dann das Gebäude auf die Bodenplatte setzen. Dann muss ich aber hier vorher noch die Inneneinrichtung reinmachen. Das muss ich jetzt quasi von unten machen. Aber so schaut es jetzt aus. Jetzt habe ich hier mal meine Grundplatte. Die habt ihr so, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Da habe ich jetzt schon eine Figur draufgeklebt, die gerade eine Fahrkarte ausstellt an einen Menschen, der dann hier draußen stehen wird und eine Fahrkarte kauft. Dann habe ich einen kleinen Schreibtisch mit ein bisschen Dekomaterial drauf und einen kleinen Stuhl quasi. Das ist es dann auch schon. Hier in den Warteraum kommen dann noch ein paar Bänke, Mülleimer und auch ein paar Figuren, eine Uhr und eine
Informationstafel habe ich hier innen schon an die Wand geklebt. Und jetzt machen wir das Gebäude oben drüber. Jetzt gibt es die Hochzeit. So, als nächstes starte ich mit dem Dach. Das grundiere ich jetzt mal ein bisschen oder färbe es ein bisschen ein, dass man, falls man irgendwie durchsieht zwischen dem Wellblech, dann nicht ja, das Weiß sieht. Das Dach ist jetzt getrocknet und jetzt habe ich es mir ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es sieht, mit Bleistift ein bisschen eingeteilt, dass ich ja, mich ein bisschen orientieren kann. Und jetzt starte ich einfach mal hier im Eck mit meinem Dingens, meinen Platten. Da habe ich jetzt einfach von unten ein bisschen Holzleim drauf gemacht. So, und dann lasse ich es trocknen. Das Dach ist jetzt drauf. Die Blenden sind auch schon dran gemacht hier vorne. Hinten habe ich jetzt mal noch keine, weil ich da nicht weiß, ob ich nicht vielleicht mal eine Dachrinne machen möchte. Hier innen ist noch die Deko dazu gekommen, also die Bänke und ein paar Figuren. Jetzt habe ich insgesamt 55 Anlagenbewohner, weil 6 neue Figuren dazu gekommen sind. Und jetzt bin ich euch noch das Licht schuldig. So, und so schaut es aus mit Licht, das Ganze. Dann bin ich jetzt schon mal mit meinem kleinen Wartehäuschen hier fertig. Ich schätze auch, dass das so die Position sein wird, wo ich es hinbaue. Muss ich mal schauen, muss ich mal noch ein bisschen hin und her schieben. Aber ansonsten soll es das jetzt von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.